Wenn jahrelange Erfahrung auf inspirierende Ideen und einzigartige Expertise treffen, dann kann doch nur was Gutes bei rumkommen, oder? Wie die Infamily Foods Gruppe mit The Plantly Butchers zu einem der führenden Player des pflanzenbasierten Proteinmarkts werden will, genau das klären wir jetzt im TFB Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen grünen Ausgabe vom TFB Talk. Und wir sind zu Gast bei The Plantly Butchers. Wir verraten Ihnen heute, wie das Corporate Startup mit seinen neuen, innovativen, pflanzenbasierten Produkten den Markt ordentlich aufmischen will. Und das tun wir zusammen mit dem CEO der Infamily Foods Holding, Hans-Ewald Reinert. Hallo. Ja, schön, Maxi, dass ich wieder hier sein kann. Ja, wir müssen wirklich mal jetzt direkt ins Detail gehen. Es ist so viel passiert. Dabei stellt sich mir jetzt die Frage, Sie sind jetzt so viele Jahre lang schon in der Branche tätig. Warum machen Sie das mit The Plantly Butchers nochmal sich komplett neu aufstellen? Ja, das ist in der Tat so. Ich bin über 30 Jahre in der Branche, gefühlt eigentlich schon über 50, weil ich bin als kleines Kind hier schon groß geworden. Aber es ist in der Tat fast wie ein zweiter Aufbruch. Also mit der Fusion vor gut 2 Jahren, so lange ist es noch gar nicht her, haben Wolfgang Kühnel und ich ja nicht nur verbunden, Kosten zu sparen oder Größe zu zeigen, sondern wir wollten Märkte entwickeln, neue Märkte entwickeln. Und wir wollen auch Spaß haben als Unternehmer natürlich, das kommt auch noch dazu. Und wir haben eine tolle Mission kreiert, Best Proteins for You, sodass wir nicht nur in dem Bereich der tierischen Proteine, also Wurst und Schinken, uns weiter nicht nur Mühe geben, sondern auch innovativ sind und auch the next level erreichen sozusagen. Nein, wir wollen auch im pflanzenbasierten Protein mal richtig Gas geben und haben damit Plantly Butchers eine tolle Firma gegründet, haben ein tolles Team. Und wir sind auch schon weitergekommen. Und wir sagen natürlich, dass wir nie am Ende sind. Wir wollen ja immer besser werden, das ist klar. Wir sind hier in einem total jungen Markt, da ist eine Menge zu tun. Aber bei den Produkten haben wir schon einiges erreicht. Aber da kann ich ja noch im Laufe unseres Gesprächs zu kommen. Da bestehe ich sogar drauf. Wie läuft es denn aktuell? Was hat sich denn so getan die letzte Zeit? Ja, also der Markt ist nach wie vor wahnsinnig dynamisch. Der vegane Markt wächst. Ist ja auch noch ein junger Markt und viele gesellschaftliche Trends gehen ja auch in diese Richtung, muss man sagen. Und wir sind auch deutlich weitergekommen, denn ganz ehrlich, die Produkte, die heute so im Markt sind, da gibt es ja echt noch Potenzial in Richtung Geschmack und auch in Richtung Vielfalt, wenn man mal ehrlich ist, ja. Und da haben wir an unseren Rezepten gearbeitet, weitergearbeitet, verfeinert und wir haben ganz viele Produkte, die wir jetzt rausbringen werden im Herbst, die auch ohne Zusatzstoffe kommen, ohne E-Nummern. Aha, okay. Also, da seid ihr dran. Und das Beste an der Sache ist, ihr habt euch einen wirklichen ausgesuchten Experten mit ins Boot geholt. Was steckt denn dahinter? Ja, das war letztes Jahr Weihnachten, wo ich die Chance hatte, Godo Röben kennenzulernen. Beziehungsweise, ich kann das ja mal kurz erzählen, ich habe ihm eine WhatsApp geschickt, wie man das ja heute so macht, ob wir nicht mal telefonieren können. Ja, da ist er, genau. Und das ging ruckzuck. Ein paar Tage später haben wir telefoniert, 15, 20 Minuten. Und ich habe ihn eingeladen zum Abendessen nach Münster. Und wir haben uns sehr gut verstanden von Anfang an. Und ja, er hat dann gleich unterschrieben. Er ist nicht nur Beirat in der Holding, in der Infamily Foods Holding, sondern er ist auch strategischer Berater in der Plantly Butchers. Deswegen gehört das Foto, Sie drei da zusammen, auch definitiv jetzt zu The Plantly Butchers. Und Godo Röben hat jahrelange Erfahrung, was vegetarische und vegane Produkte angeht. Er kommt nämlich von der Rügenwalder Mühle. Das ist schon ein genialer Schachzug, möchte ich mal sagen an dieser Stelle. So, und wir schalten live nun zum Billy Green Food Truck, wo der Geschäftsführer von The Plantly Butchers, Sven Wieken, und Godo Röben schon auf uns warten. Hallo. Hallo ins Studio. Ich stehe gerade mit Godo Röben, der uns seit Anfang des Jahres als Berater bei The Plantly Butchers unterstützt. Er ist außerdem Beiratsmitglied der Infamily Foods Holding und hat mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Rügenwalder Mühle den Transformationsprozess vom tierischen zum pflanzlichen Produkt maßgeblich begleitet. Ja, und jetzt bin ich hier und freue mich wahnsinnig, bei diesem Projekt Billy Green dabei zu sein und das mit voranzubringen.
dann nützt es jetzt mir auch wahnsinnig viel, dass ich in den letzten 10, 15 Jahren ein ganz gutes Netzwerk im Bereich alternative Proteine aufgebaut habe. Im Gegensatz zum Fleischbereich ist es sehr wertvoll, weil man braucht nicht nur Kontakte zu seinen Lieferanten, sondern bei alternativen Proteinen muss man Kontakte in die Landwirtschaft haben, man muss Kontakte zu den Saatgutherstellern haben, weil man da tiefer reingeht. Durch die ganzen Neuerungen in dem Markt hilft es auch, wenn man gute Kontakte zu Startups, Verbänden und Instituten hat. Gerade bei Startups bin ich auch ganz gut aufgestellt, weil ich selbst dort im Beirat einiger Startups bin oder selbst auch da investiert habe. Und last but not least braucht man auch gute Kontakte in die Politik und auch zum Bundesverband der alternativen Proteine, wo ich auch im Beirat bin und auch im Vorstand sitze. Ja, und all das hilft uns, die Marke Billy Green und The Plenty Butchers als Unternehmen auf ein solides Fundament zu stellen und uns in diesem dynamischen Markt als führende Marke zu positionieren. Ja, perfekt. Ja, mit so einem starken Team, da kann The Plenty Butchers und Billy Green ja nur erfolgreich werden. Herr Röhm, erzählen Sie mal, was hat Sie denn genau dazu bewogen, zu sagen, ich möchte die neue Position bei The Plenty Butchers annehmen? Also was kann es Schöneres geben, in einem explodierenden Markt eine neue Marke aufzubauen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch wertvoll ist und Spaß macht. Und dazu gibt es hier ein einzigartiges Setup, finde ich. Das ist ein ein ehrwürdiges Unternehmen, 130 Jahre alt, mit sehr viel Erfahrung und mit einer Umsatzgröße von 750 Millionen Euro. Das heißt also, da steckt auch richtig Power drin, diese großen Ziele, die wir haben, umzusetzen. Dazu, was ganz Neues für mich, in einem Startup mitzuarbeiten. Billy Green läuft ja autark, das finde ich total spannend. In dieser Truppe in Osnabrück, alles junge, sehr motivierte, leidenschaftliche Mitarbeiter, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann, last but not least, zwei ganz, ganz tolle Unternehmer mit Wolfgang und Hans Ewald, die Erfahrung mitbringen, aber wahnsinnig viel Mut und Leidenschaft. Jeden Tag in der Firma den Laden voranbringen wollen, immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und ja, dieses Setup, da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, Sie sehen, unser Team von The Plenty Butchers ist um einen wesentlichen wichtigen Partner reicher geworden. Und all das wird uns helfen, erfolgreich zu sein. Ich könnte mir keinen besseren Partner an meiner Seite vorstellen. Und damit zurück ins Studio. Super, vielen Dank an Sie beide. Ja, Herr Reinhardt, Sie haben sich ganz offensichtlich ein sehr kompetentes Team da zusammengesucht. Und so viel Leidenschaft und Erfahrung, das zahlt sich natürlich aus. Trotzdem mal kurz an dieser Stelle die Frage, warum musste es dann unbedingt noch Godo Röhm als strategischer Berater sein? Hätten Sie sich das alleine jetzt nicht zugetraut? Also wir sind wirklich sehr glücklich, ihn an Bord zu haben. Und natürlich sind wir auch schon eine gute Truppe, keine Frage. Und ich selbst glaube auch, dass ich ein sehr guter Marketeer auch bin. Und mit Sven Wieken haben wir eine absolute Expertise auch. Aber man muss doch ehrlich sein, Godo Röhm ist einer der Pioniere in dem Bereich der Pflanzenprodukte, Wurstimitatprodukte. Und er hat die Rügenwalder Mühle innerhalb relativ kurzer Zeit, in 5, 6 Jahren, zur Marktführerschaft in Deutschland gebracht. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn haben, sein Netzwerk natürlich, seine Expertise. Und er pflegt eine offene Kommunikation und hat sich schon zu 100% integriert. Also ich sehe schon, Sie haben sich genau den richtigen Experten da mit ins Boot geholt. Absolut. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern wir haben einen Langfristvertrag sozusagen abgeschlossen. Das ist alles super spannend und ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein paar mehr Teammitglieder von Ihnen kennenlernen. Ich nehme Sie jetzt einfach mal mit und Sie nehme ich auch mit, denn wir haben uns in unserem TFB Talk Studio quasi einen eigenen Foodtruck aufgebaut und da warten schon Ruth und Silvia. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ruth, du bist Brandmanagerin und für die Markenentwicklung von Billy Green zuständig. Und Silvia, du unterstützt die Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb als Key Account Managerin. Worauf können sich denn die Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt freuen, wenn es endlich losgeht? Die VerbraucherInnen können sich freuen auf eine sehr spannende, innovative Produktpalette, die wir dann ab Herbst auf den Markt bringen werden. Wir arbeiten weitestgehend ohne Zusatzstoffe. Genuss und der Geschmack ist für uns das A und O und wir werden auf jeden Fall Vielfalt in die Küchen bringen. Das sind tolle Pläne. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen was aufgebaut. Rohstoffknappheit ist aber auch so ein Thema, das branchenübergreifend ja für extreme Probleme sorgt. Wie schwierig ist es überhaupt, aktuell an die Zutaten zu kommen? Gott sei Dank hat die Plenty Butchers eine große Schwester, die Family Butchers, die uns auch hilft mit ihrer Expertise, mit ihrer Erfahrung und letztlich auch die gesamte Firma mit ihrer soliden Finanzkraft, die dafür Sorge tragen kann, dass wir uns auch eindecken können, das Netzwerk vorhanden ist.
sodass wir sehr zuversichtlich sind, auch im September vollständig ausliefern zu können. Ja, und was genau passiert dann auf Kommunikationsebene, wenn es wirklich losgeht? Ja, also wir starten nicht nur im Herbst mit einer nationalen Launch-Kampagne, sondern wir sind auch jetzt schon unterwegs. Hört sich sehr gut an. Ihr habt auch eine richtige Billy Green Community, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir sind online gestartet mit der Billy Green Community und da kann man eben alles um Billy Green entdecken, aber eben auch über unsere Produkte und die Zutaten. Also ein heißer Tipp, unbedingt da mit dabei sein. Was sagt denn jetzt der Handel? Wo können die Verbraucherinnen und Verbraucher die Billy Green Produkte bald finden? Ja, wir haben auf dem Branchenevent der Goldene Zuckerhut bereits sehr positives Feedback zu unseren Produkten bekommen. Seitdem tüfteln wir täglich an unseren Rezepturen und an dem Portfolio. Und im Herbst wird es jetzt endlich losgehen. Wir sind aktuell in intensiven Gesprächen mit unseren Handelspartnern. Und wo es die Produkte genau geben wird, das werden alle erfahren auf unseren Social-Media-Kanälen und der Website. Also heißer Tipp, Billy Green unbedingt abonnieren und keine Infos mehr verpassen. Wie sieht es denn jetzt mit den Feedbacks aus? Ja, die sind durchweg positiv. Wir waren vor kurzem auf einem von Deutschlands größten Tennisturnieren und da haben wir wirklich klasse Feedback bekommen. Okay, dann schauen wir doch genau da mal rein. Ja, Grüße ins Studio. Wir sind hier heute live bei der Terra Wortmann Open mit unserem Billy Green Food Truck vor Ort. Die Genusswerkstatt inspiriert die Leute, unsere Produkte zu probieren. Wir haben Pasta, Sandwiches, Flammkuchen, eine Pizza, alles mit unseren veganen Produkten kreiert. Und die Gäste haben hier die Gelegenheit, ja, unsere Produkte einfach zu probieren. Wir sammeln Feedback ein, aber am besten hört mal selbst rein. Ich habe erst mal gar nicht gesehen, dass das vegan ist. Also ich dachte, es wäre jetzt normale Pizza oder so. Und ich muss auch sagen, dass ich den Unterschied nicht geschmeckt habe. Ich dachte einfach, boah, das ist lecker. Ist uns der Truck sofort aufgefallen, dann haben wir da mal reingeguckt und ja, dann haben wir direkt ein Stück Pizza zum Probieren bekommen und sind ja jetzt auch 2 Stunden später wieder hier gelandet. Es schmeckt mir jetzt sehr, sehr gut und ich bin ganz überrascht, wie lecker es ist. Und ich habe auch schon mal so eine vegane Salami probiert, aber die kam auf jeden Fall nicht an die ran. Nicht einer gesagt hätte, das ist der Bacon, sagen wir so weiter, eigentlich ein pflanzlicher Bacon ist, sagen wir so weiter. Ich hätte es also nicht geschmeckt. Ich arbeite jetzt die ganze Woche hier und ich dachte mir, okay, jeden Tag Pommes Currywurst muss auch nicht sein. Ich wäre alleine nicht auf die Idee gekommen, eine Salami zu kaufen. Aber wenn ich das im Geschäft sehe, würde ich das wirklich ausprobieren, weil ich überzeugt bin. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns mehr über den Produktstart von Billy Green zu erzählen. Und die Vorbereitungen, Sie haben es selber gehört, laufen auf Hochtouren für die Markteinführung. Und wir werden mit Sicherheit von Billy Green in diesem Jahr noch extrem viel hören. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.